ist eine Predigt von City Light Hamburg. Mehr Informationen auf citylighthamburg.de. Open up to Ephesians chapter 5. Bitte schlagt mit mir eure Bibeln auf bei Epheser Kapitel 5. And we ended last week's message by talking about submission of the woman in marriage. Wir haben letzte Woche die Predigt mit dem Punkt beendet, dass wir über die Unterordnung der Frau in der Ehe gesprochen haben. And I told you last week that this is a very unsatisfying note for me to end this message on. Und ich habe euch auch letzte Woche gesagt, dass es ein nicht zufriedenstellender Punkt war, mit diesem eine Predigt aufzuhören. Because it's very one-sided. Weil es wirklich sehr einseitig ist. And we only talked about you women, really. Und wir haben letzte Woche wirklich nur über euch Frauen geredet. I tried to kind of, push the man in there a little bit. Ich habe schon versucht, auch die Männer etwas so mit reinzubringen. But really what we did is a very one-sided topic that we saw last week. Aber es war doch ein sehr einseitiges Thema letzte Woche. And the text just gave that for us. Und das lag einfach am Text. But it was also not satisfying for me, because what we did last week is what a lot of churches do, and they just leave it at that. Aber ein anderer Punkt, warum ich damit unzufrieden war auch, dass viele Gemeinden das genau so tun, so einseitig und es dabei belassen. Well, they tell you women, okay, you guys gotta submit to your husband. Die sagen euch Frauen, also ihr müsst euch euren Männern unterordnen. And yes, you men, you should love your wives, but really it's about the submission. Und ja, die Männer sollen natürlich auch ihre Frauen lieben, aber es geht um die Unterordnung. And that's not true. It's not just simply not right. Und das ist so einfach nicht richtig. What we did so far, if we would leave it at this, would be a broken relationship, really. Und wenn wir es dabei belassen würden, dann würde das eine zerbrochene Beziehung nach sich ziehen, bedeuten. And so I really didn't want to leave you with this. Und damit wollte ich euch jetzt nicht allein stehen lassen. But like I said, there's so much to talk about in this area. Aber zu diesem Thema gibt es einfach so unglaublich viel zu sagen. That we simply just couldn't do it last week all in one sitting. Dass wir das einfach letzte Woche nicht in einer Predigt abhandeln konnten. So I want to say, even if you're hearing this today, it's going to be very, very one-sided. Und wenn du das also jetzt heute hörst, das wird sehr einseitig sein, auch heute. So you need to have both. Also du brauchst wirklich beide Seiten. If you don't have both sides, it will be broken. Wenn du sie nicht beide beachtest, dann wird es etwas Zerbrochenes ergeben. And we certainly don't want that. Und das ist etwas, was wir definitiv nicht wollen. So let's begin by reading what we looked at last week and then kind of recap a little bit. Also lasst uns etwas wiederholen von letzter Woche und das nochmal nachlesen. Starting in chapter 5 of Ephesians, verse 22. Also bei Epheser Kapitel 5, Vers 22 fangen wir an. It says, "Wives, submit to your own husbands as to the Lord. For the husband is head of the wife, as also Christ is head of the church. And he is the Savior of the body. Therefore, just as the church is subject to Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als den Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem." Kannst du mir das Fenster aufmachen? Ich schwitze nämlich viel. Außer die friert. So we saw last week that there's an order in marriage. Also wir haben letzte Woche gesehen, dass es eine Ordnung in der Ehe gibt. God has created marriage with an order. Gott hat Ehe mit einer Ordnung geschaffen.
And he has created marriage to be a picture of himself and the church. Und er hat die Ehe so geschaffen, dass sie ein Bild sein soll für ihn und die Gemeinde. So, if we ask the question, who is the head of the church? Also wenn wir fragen, wer ist das Haupt der Gemeinde? If we're spiritual enough, we wouldn't answer, it's the pastor. Wenn wir geistlich genug sind, würden wir nicht sagen, es ist der Pastor. No, who is the head of the church? Nee, wer ist das Haupt der Gemeinde? Jesus. Es ist Jesus. Children's ministry. So wird es im Kindergottesdienst laufen. So Jesus is the head of the church, and we don't have any problem with that at all, right? Also Jesus ist das Haupt der Gemeinde und damit haben wir überhaupt kein Problem, We oder? don't have a problem saying that we submit to Jesus as the church. Wir haben kein Problem damit zu sagen, dass wir als Gemeinde uns Jesus unterordnen. Sometimes it's hard to submit to his ways, Manchmal ist es schwer, sich seinen Wegen unterzuordnen, but in general we would say it's our Christian duty to submit to Jesus. aber wir würden sagen, dass es also generell gesehen unsere christliche Pflicht ist, uns Jesus unterzuordnen. Well, he has given marriage to be a picture of himself and the church. Nun, aber er hat die Ehe gegeben als Bild für sich selbst und die Gemeinde. And he has given us this image, and he has told us in his word that he has set the husband as the head of marriage. Und er gibt uns dieses Bild und er hat uns auch in seinem Wort gesagt, dass er auch den Mann als das Haupt der Ehe gibt. Now, okay, we talked about it last week in depth. You don't have to submit in everything. Also wir haben letzte Woche darüber gesprochen und zwar auch sehr tiefgehend. Du musst dich nicht in allem unterordnen. There's good reason where you don't have to submit, and the Bible teaches that. And if you want to hear more about that, you got to listen to last week's sermon. Also es gibt viele gute Gründe, sich nicht unterzuordnen und die Bibel lehrt auch darüber. Und wenn du darüber mehr wissen möchtest, dann hör dir die Predigt von letzter Woche an. But in general, we heard that it's part of the woman's Christian duty to submit to her husband. Aber wir haben gehört, dass es Teil der christlichen Pflicht der Frau ist, sich ihrem Mann unterzuordnen. And we said, and we recognize that is so hard. Und wir haben erkannt und festgestellt, dass es wirklich sehr schwer ist. It is not an easy task. Das ist keine einfache Aufgabe. And we said that it is her Christian duty to do that. Wir haben gesagt, das ist ihre christliche Pflicht, das zu tun. We said that it is her way of becoming more like Jesus. Wir haben gesagt, das ist ihre Art und Weise, wie sie mehr wie Jesus wird. And we put Jesus as an example. Und wir sehen Jesus dort als Beispiel. You know, Jesus submitted to the Father. Jesus hat sich dem Vater untergeordnet. Not because he's less than the Father, less God than the Father. Nicht, weil er weniger Gott ist als der Vater. No, he submitted out of his own free will. Sondern er hat sich aus seinem eigenen freien Willen aus untergeordnet. And so we said, you don't have to submit, or submission does not mean inferiority. Und wir haben festgestellt, dass Unterordnung eben nicht Minderwertigkeit bedeutet. No, it is the same. You're the same, but still you submit. Nein, ihr seid gleichwertig, aber du ordnest dich trotzdem unter. And that is hard if we don't have the second part. Und das ist sehr schwer, wenn wir nicht auch die andere Seite betrachten. So let us not spend more time on the women, because today is going to be about the men. Also lasst uns jetzt nicht mehr noch Zeit damit verbringen, auf die Frau zu schauen, sondern heute auf die Männer. So let's together look at verse 25. Lasst uns zusammen Vers 25 anschauen. Because here is how this is even possible, that women can submit to men. Denn hier steht, wie es überhaupt möglich ist, dass Frauen sich den Männern unterordnen. Or to their own husbands, I should say. Not men in general. Also nicht Männern allgemein, sondern ihren eigenen Ehemännern. So husbands. This means husbands, but this means also wannabe husbands in the future. Also im Englischen steht dort Ehemänner. Also das bedeutet nicht nur die schon verheiratet sind, sondern auch die in Zukunft heiraten werden. Love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat.
This shows what kind of man we're supposed to be. Und das zeigt, was für eine Art Mann wir sein sollen. We said it last week. It's not fun to submit to most of us. Und wir haben letzte Woche auch gesagt, dass es keinen Spaß macht, sich so den meisten von uns unterzuordnen. You know, sometimes we like to hear that as men. Oh yeah, you got to submit to me. Vielleicht hören wir das manchmal als Männer gerne. Ja, du musst dich mir unterordnen. Because I'm the leader of this marriage. Weil ich das Haupt dieser Ehe bin. You know, but it tells us what kind of leader we're supposed to be. Aber hier steht, was für eine Art Leiter wir sein sollen. We're supposed to be a leader that loves. Wir sollen ein liebender Leiter sein. We cannot on the one hand say, okay, I want to be the head, and on the other hand say, I don't want to love you though. Und wir können nicht auf der einen Seite sagen, okay, ich möchte das Haupt sein, aber ich möchte dich nicht lieben. And there are several words in the Greek language that describe love. Im Griechischen gibt es verschiedene Worte, die Liebe meinen und beschreiben. And this word that we read here is the word agape. Und das Wort, welches wir hier lesen, ist das Wort Agape. And agape is a love that speaks not so much of our emotions, und Agape ist eine Liebe, die sich nicht so sehr auf unsere Gefühle bezieht und die meint, but it speaks more about our mind. We decide to love. Es geht um unseren Verstand, um eine Entscheidung zu lieben. So it's my decision, not my feelings. Es ist meine Entscheidung, nicht mein Gefühl. So my feelings can definitely mislead me. Denn meine Gefühle können mich auf jeden Fall auf den falschen Weg führen. You know, if I'm mad, I don't love. Wenn ich wütend bin, dann bin ich nicht liebevoll und liebe nicht. You know, why should I? Warum sollte ich? But agape is different. Aber Agape ist anders. Because it's self-denial. Es ist sich selbst verleugnend. It's a love that gives itself up for others. Es ist eine Liebe, die sich selbst für andere aufgibt. And so this love can also be given to people that are unlovable. Und diese Liebe kann auch Leuten gegeben werden, die eigentlich nicht liebenswürdig sind. You know, I can love you even though you hurt me. Ich kann dich lieben, obwohl du mich verletzt hast. And so in marriage, you know, even if your wife isn't doing the right thing, you can still, and it's your duty to still love her. Also auch gilt es in der Ehe, wenn deine Frau nicht das Richtige getan hat, dann kannst du sie und musst sie auch, es ist deine Pflicht, sie trotzdem zu lieben. Agape loves because it wants to. Die Agape-Liebe liebt, weil sie es möchte. And when we read this, husbands love your wives, maybe we get this wrong idea of love. Also wenn wir das so lesen, ihr Männer liebt eure Frauen, dann denken wir vielleicht an eine falsche Art von Liebe. It's not saying, husbands, be nice to your wives. Hier steht nicht, Männer, seid freundlich zu euren Frauen. Or be kind to your wife. Oh, same word. Oder seid nett zu euren Frauen. What it's saying here is agape your wife. Hier steht Agape eure Frauen. This is speaking of a continuous self-denial. Und das bedeutet eine kontinuierliche Selbstaufgabe. Give yourself up for your wife. Gib dich selbst auf für deine Frau. Your dreams, her dreams. Her dreams are different than your dreams. Give up your dreams. Es sind deine Träume und ihre Träume sind ganz anders als deine Träume. Also gib deine Träume für ihre auf. That's what it's saying. Das steht da. So, in a way, you know, give up. Also gib dich auf. You know, it's not telling you to submit. Hier steht nicht, dass du dich unterordnen sollst. But if you have things in your life and you're kind of bumping heads against each other. Also wenn es da Dinge in eurem Leben gibt, wo ihr einfach immer aneinander rasselt. You know, it's calling us to agape our wives. Steht da, dass wir unsere Frauen agapen sollen. Give up for her. Dass wir uns für sie aufgeben. And then it continues and it says, as Christ loved the church. Und es geht weiter mit, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat. How much should I love my wife? Wie sehr sollte ich meine Frau lieben? In the same way that Jesus sacrificed himself for the church. Gleich wie auch der Christus sich selbst für die Gemeinde hingegeben hat. You know what that means?
Wisst ihr, was das bedeutet? A marriage without love doesn't please God. Eine Ehe ohne Liebe gefällt Gott nicht. If I don't love my wife, it doesn't please God. Wenn ich meine Frau nicht liebe, dann gefällt es Gott nicht. You know, and it's interesting that he's saying this in Ephesians because remember the letter to the Ephesians in Revelation. Und es ist interessant, dass es hier im Epheserbrief steht, denn vielleicht erinnert ihr euch an den Brief an die Gemeinde in Ephesus aus der Offenbarung. What is John saying or what is God saying to the church in Ephesus? Was sagt Johannes bzw. was sagt Gott dort zur Gemeinde in Ephesus? You have left your first love. Ihr habt eure erste Liebe verlassen. You know, you once loved me, but you have left that. Ihr habt mich einmal geliebt, aber ihr habt damit aufgehört. You know, maybe, you know, some of us are still lovey-dovey. Also, vielleicht sind einige von uns ja noch so verliebt und liebevoll. But maybe in your marriage, you have left your first love. Aber in deiner Ehe hast du vielleicht deine erste Liebe hinter dir gelassen. So he's calling us to return. Und er ruft uns dazu auf, dass wir umkehren. And it doesn't have to bother us how easy or hard my wife makes it for me to love her. Und es kann uns egal sein, wie leicht oder wie schwer es meine Frau mir macht, dass ich sie liebe. Think about how hard you make it on Jesus to love you. Stellt euch vor, wie schwer ihr es Jesus macht, dass er euch liebt. Or think about a sin that you carry with you for years maybe. Denk an eine Sünde, die du vielleicht schon seit Jahren mit dir rumträgst. You know, you're not hiding that before Jesus. You're not hiding it before Jesus. Du versteckst das ja nicht vor Jesus. You're slapping his face every time you do it. Immer wenn du das machst, ist es, als würdest du ihm ins Gesicht schlagen. You know, it has nothing to do with how hard your wife makes it for you to love her. Es hat nichts damit zu tun, wie schwer es dir deine Frau macht, dich zu lieben. Love her as Christ loved the church. Sie zu lieben. Liebe sie so, wie Christus die Gemeinde liebt. And it's interesting, and here's something for the women too. Because Paul is really teaching us two things in here. Und hier ist auch etwas Interessantes für die Frauen, denn Paulus lehrt uns hier zwei Dinge. On the one side, he's teaching us about marriage relationships. Auf der einen Seite lehrt er uns etwas über Ehe. But on the other hand, he's also teaching us about Jesus' relationship to the church. Aber er lehrt uns auch über Jesus' Beziehung zur Gemeinde. And an ideal husband looks like Jesus to the church. Ein idealer Ehemann ist so, wie Jesus zu seiner Gemeinde ist. It says that he gave himself up for her. Hier steht, dass er sich selbst für sie aufgegeben hat. And it gets stricter and stricter for us husbands. Und das wird sozusagen immer strenger für uns Männer. Because who did Jesus give himself up for? Denn für wen hat sich Jesus aufgegeben? For the church, right? Für die Gemeinde, nicht wahr? He didn't give himself up for himself. Er hat sich nicht für sich selbst aufgegeben. No, he gave himself up for her. Er hat sich selbst für sie hingegeben. Oftentimes when we think of headship or leadership, we have this worldly idea. Wenn wir an diese Idee von das Hauptsein und Leiterschaft denken, dann denken wir oft sehr weltlich. Okay, I'm the leader and you have to submit. Also ich bin der Leiter und du musst dich unterordnen. And I'm the leader, here are the things you can do for me. Ich bin der Leiter und das hier jetzt sind ein paar Dinge, die du für mich tun kannst. You know, that's how the world looks at leadership. And it's okay, it's not wrong to look at leadership that way. Und so sieht die Welt Leiterschaft. Und es ist nicht falsch, es ist eine Möglichkeit, Leiterschaft so zu sehen. But this is not the kind of leadership that we're called to as husbands. Aber es ist nicht die Art von Leiterschaft, zu der wir als Männer berufen sind. As husbands, we are called to this leadership. Als Männer sind wir zu folgender Leiterschaft berufen. I'm the leader, Ich bin der Leiter so I must care for you, und deswegen muss ich mich um dich kümmern. and I must serve you, Und ich muss dir dienen. because I'm accountable to God for you. Denn ich muss Gott für dich Rechenschaft ablegen. Verse 26. Vers 26. That he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word,
damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. Okay, obviously, a husband cannot spiritually cleanse his wife. Also es ist ja klar, dass ein Mann nicht spirituell gesehen seine Frau reinigen kann. But he can definitely take an interest in how she is doing spiritually. Aber er kann sich auf jeden Fall daran beteiligen und es kann ihm am Herzen liegen, wie es ihr geistlich ergeht. You need to pray with your wife. Du musst mit deiner Frau beten. If you're not married yet, or if you're just married, or whatever stage you're in, you need to develop a habit of praying together. Auch wenn du noch nicht verheiratet bist oder gerade erst ganz frisch, darauf kommt es gar nicht an. Du musst auf jeden Fall eine Haltung entwickeln, stetig zu beten. And guys and girls that are not in a relationship right now, you need to develop a habit of praying right now. Und auch die Männer und Frauen, die noch nicht in einer Beziehung sind, müssen eine Haltung des stetigen Gebetes entwickeln. You know, there's so many things that you think, okay, when I'm married, this is going to be so much easier. Und viele von euch denken vielleicht, wenn ich mal verheiratet bin, dann ist es alles viel einfacher. But it's not. Aber das ist es nicht. That's a lie. Sorry. Tut mir leid, aber das ist einfach gelogen. There's things that are very enjoyable and easier too. Es gibt sicherlich Dinge, die sehr zu genießen sind und die auch viel einfacher sind. But if it has to do with your spiritual health, you need to develop that now. Aber wenn es mit deiner geistlichen Gesundheit zu tun hat, dann ist es etwas, was du jetzt entwickeln musst. Verse 27. Vers 27. So that he might present the church to himself in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. Damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Basically what Jesus is telling the church right here, was Jesus der Gemeinde hier im Grunde sagt, is you have a wonderful future with me. Dass du eine wunderbare Zukunft mit mir haben wirst. And husband, and one of you husband in the future and whatever, you need to be able to say that to your wife. Und ihr Ehemänner und zukünftigen Ehemänner müsst auch in der Lage sein, das zu eurer Frau zu sagen. I want to give you a wonderful future with me. Ich möchte dir mit mir eine wunderbare Zukunft geben. So, and Paul is really going back and forth between the two ideas of Jesus and the church, husbands and wives. Also Paulus springt hier wirklich hin und her zwischen diesen beiden Konzepten. Einerseits der Ehe zwischen Mann und Frau und der Beziehung zwischen ihm selbst, Jesus und der Gemeinde. We will read verse 28 and 29 now. Wir lesen jetzt Vers 28 und 29. But I wanna give you a simple preview of those verses because I think that those are the key verses here. Aber ich möchte euch schon mal einen kleinen Ausblick geben, weil ich glaube, dass das die beiden Kernverse sind. I believe if we understand those two verses, ich glaube, dass wenn wir diese beiden Verse verstehen, it will revolutionize our marriages and our future marriages. Unsere Ehe und auch unsere zukünftigen Ehen revolutionieren wird. If we understand it and act according to it, it will revolutionize our marriages. Wenn wir das verstehen und auch dementsprechend handeln, wird es unsere Ehen revolutionieren. We saw 3 reasons last week why wives should submit to their husbands. Also wir haben letzte Woche 3 Gründe gesehen, warum Frauen sich ihren Männern unterordnen sollen. The first reason was it's her Christian duty. It's her duty before God. Also erstens ist es ihre christliche Pflicht. Es ist ihre Pflicht vor Gott. Secondly, we saw that it is a pattern of creation. Und wir haben zweitens gesehen, dass es so der Reihenfolge der Schöpfung entspricht. Right? The husband was created first and then wife was created from him. Also zuerst wird der Ehemann erschaffen und aus ihm wird die Frau danach erschaffen. And we saw that it's only with human beings that this pattern of creation was that way.
Und wir haben gesehen, dass es dieses Muster der Schöpfung nur bei den Menschen gab. All animals were created man animal and woman animal. Also bei den Tieren wurden gleichzeitig die männlichen und die weiblichen Tiere geschaffen. So it's a pattern of creation. Also das ist eben so das Muster der Schöpfung. And then also the third reason was it's an illustration of Jesus as the head and the church as his bride. Und es ist drittens eben auch ein Bild für Jesus als das Haupt der Gemeinde und die Gemeinde. And his bride. Entschuldigung, genau. Die Gemeinde als seine Braut. And there's three reasons that we are given why husbands should love their wives. Und es gibt genauso 3 Gründe, warum Männer ihre Frauen lieben sollen. The first reason is that what we just saw. Und der erste ist nämlich der, den wir gerade angesprochen haben. Again, it's our Christian duty before God. Es ist unsere christliche Pflicht vor Gott. We should agape our wives. Wir sollen unsere Ehefrauen agapen. Sehr cool, wir schaffen neue Wörter. It's the second reason, it's a pattern again of Jesus and the church. Und der zweite Grund ist ebenfalls hier, dass es ein Muster ist, nämlich für Jesus und die Gemeinde. And now in the following verses we will see the last reason. Und in den folgenden Versen werden wir jetzt den dritten Grund erkennen. And that reason is because he and his wife are one. Und dieser Grund ist, dass er und seine Frau eins sind. Verse 28. Vers 28. In the same way, husbands should love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. We saw last week that in verse 22 that the wife should submit to her husband as to the Lord. Wir haben letzte Woche gesehen, dass in Vers 22 steht, dass die Frauen sich ihren Männern unterordnen sollen als dem Herrn. And we said that it's in German it's als dem Herrn, but it could also be wie dem Herrn. Also im Deutschen steht hier als dem Herrn, aber man könnte auch sagen wie dem Herrn. And this brings a lot of perspective for the submission part. Und das ist wichtig für die Perspektive auf die Unterordnung. But it also brings a lot of perspective for the loving part. Aber ebenfalls in der Perspektive bezogen auf die Liebe. What does it mean to love your wife as your own body? Was bedeutet es, deine Frau zu lieben wie deinen eigenen Körper? Well, before we explain what it means, there's also a misunderstanding about what it means. Also bevor wir jetzt klarstellen, was es bedeutet, gibt es auch ein Missverständnis über diese Bedeutung. The first misunderstanding would be as your own body would mean that you love your wife like your own body. Also das erste Missverständnis wäre, dass du deine Frau liebst wie deinen eigenen Körper. Yeah. Well, you take care of your body, right? Also du kümmerst dich ja um deinen eigenen Körper. You wash. Du wäschst ihn. You eat too much. Du isst vielleicht zu viel. You just take good care of your body. Also du kümmerst dich gut um deinen Körper. So loving your wife means taking good care of her. Also das bedeutet, deine Frau zu lieben, sich gut um sie zu kümmern. And to some marriages that would be an improvement. Aber für manche Ehen wäre wahrscheinlich das schon eine Verbesserung. But I don't think that is really what Paul is speaking about. Aber ich glaube, das ist nicht das, was Paulus hier meint. I believe what he is saying here is your wife is part of your body. Ich glaube, was Paulus hier sagt, ist, dass deine Frau ein Teil deines Körpers ist. Man, you are one with this woman. Also Männer, ihr seid eins mit dieser Frau. And we must learn that as men. Und wir als Männer müssen das lernen. I believe women have this natural instinct of oneness. Ich glaube, dass Frauen wirklich so einen natürlichen Instinkt für diese Einigkeit haben. You want that. Das als Frau. Ja, das möchte man einfach. And I'm speaking very generally, and I know there's always examples to the rule.
Also ich meine, ich sagte es jetzt gerade sehr allumfassend. Es gibt natürlich auch Ausnahmen zu dieser Regel. But in general, I would say women have more of this tendency that they know about this oneness part. Aber ich glaube, dass Frauen tendenziell eher mehr über diesen Aspekt der Einigkeit, des Einsseins wissen. But we as men, we need to understand this concept of oneness more. Und ich glaube, dass wir als Männer dieses Konzept des Einsseins mehr verstehen müssen. You know, the world relies on romantic love. Die Welt verlässt sich auf die romantische Liebe. You know, I love him. Ich liebe ihn. You know, he loves me so much. Und er liebt mich auch so He sehr. would do everything for me. Er würde alles für mich tun. You know, and you know, we have this romantic love. Also das ist diese romantische Liebe. You know, and once that is gone, the marriage is, so to speak, over. Aber wenn die weg ist, dann ist die Ehe sozusagen vorbei. So it's this concept of oneness. Also dieses Konzept des Einsseins. Interesting, what it says here is, he who loves himself he who loves his wife loves himself. Also es ist interessant, dass hier steht, wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. So this means when you love your wife right, you are benefiting from it. Das heißt, wenn du deine Frau auf die richtige Weise liebst, dann profitierst du auch davon. When you neglect your wife, you're neglecting yourself. Wenn du deine Frau verneinst, dann verneinst du auch dich selbst. Vernachlässigst. Oder vernachlässigst. And sometimes we as men we tend to neglect things. Und als Männer tendieren wir manchmal dazu, Dinge zu vernachlässigen. You know, on our car or at home. Vielleicht bei unserem Auto oder zu Hause. You know, my engine's making this funny noise for months. Also der Motor macht irgendwie seit Monaten schon dieses komische Geräusch. But it's still running. Aber läuft ja noch. Right? Why should I care? Nicht wahr? Also warum sollte ich mich drum kümmern? You know, or there's spots on the wall at home, you know, for years. Da sind vielleicht seit Jahren schon Flecken an der Wand zu Hause. And I'm so used to those spots now. Aber ich habe mich schon so sehr an diese Flecken gewöhnt. That I don't see them anymore. Ich sehe sie schon gar nicht mehr. So why should I care? Also, warum soll ich mich drum kümmern? So men have this tendency to neglect things. Also Männer haben diese Tendenz, Dinge zu vernachlässigen. But we don't neglect things with our own bodies. Aber wir vernachlässigen Dinge nicht mit unserem eigenen Körper. You know, if I have a cut on my hand, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Schnitt in meiner Hand habe, you know, and it's bleeding and maybe a little bit infected already, und der blutet und sich vielleicht schon ein bisschen entzündet, you know, I will take care of it. Dann werde ich mich drum kümmern. Because I know it's going to benefit me. Weil ich weiß, dass mir das gut tun wird. Why? Because it's part of me. It's part of my body. Und zwar, weil es ein Teil von meinem Körper ist. And we need to treat our wives the same way. Und auf diese Weise müssen wir auch unsere Frauen behandeln. We cannot neglect them only because we don't see ourselves as them. Wir dürfen sie nicht vernachlässigen, nur weil wir sie nicht als Teil von uns sehen. I'm not telling you to become one with your wife. Also ich sage dir nicht, dass du mit deiner Ehefrau eins werden sollst. I cannot tell you that. Das kann ich dir auch nicht sagen. Because you are one with her. Weil du schon eins mit ihr bist. If you guys will be married one day, you know, you will be one with this woman that you married. Wenn du eines Tages heiraten wirst, dann wirst du eins sein mit dieser Frau, die du heiratest. It's not two people anymore, living their separate lives. Es sind nicht zwei Leute mehr, die ihr getrenntes Leben leben. Verse 29. For no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as Christ does the church. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, gleich wie der Herr die Gemeinde. You know that if you don't take care of your own body, you will suffer for it. Und du weißt es, wenn du dich nicht um deinen eigenen Körper kümmerst, dann wirst du darunter leiden. If you don't love your wife, if you don't take care of your wife, you will suffer for it. Und wenn du dich nicht um deine Frau kümmerst und sie nicht liebst, dann wirst du auch darunter leiden. There's a law that we see in this. Also es ist ein Gesetz, was wir hier sehen. You cannot bless your wife without blessing yourself. Du kannst deine Frau nicht segnen, ohne auch selbst dich zu segnen.
You cannot neglect your wife without neglecting yourself. Und du kannst deine Frau nicht vernachlässigen, ohne dass du dich selbst vernachlässigst. You cannot hurt your wife without hurting yourself. Du kannst deine Frau nicht verletzen, ohne auch dich zu verletzen. And how many men in this world, even in this church, not this church, but in the church, don't live this way? Aber wie viele Männer auf dieser Welt und in der Gemeinde leben so? Some even would go so far and say, I don't want to spoil my wife, I don't want to bless her too much. Manche würden vielleicht auch so weit gehen und sagen, ich will meine Frau nicht verwöhnen und zu sehr segnen. You know, because that might be a little bit too much for her. Vielleicht wäre das einfach ein bisschen zu viel für sie. That is so wrong. Das ist einfach falsch. Get that out of your head. Du musst das aus deinem Kopf rauskriegen. Let's look at verse 28 again. Also lass uns Vers 28 anschauen. He who loves his wife loves himself. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Okay, so who of you women thought this is a little bit selfish? Und wer von euch Frauen hat gedacht, dass das etwas Selbstsüchtig. selbstsüchtig ist? Well, it just sounds very selfish, right? Das klingt doch ziemlich selbstsüchtig, oder? Well, can't he love me for who I am? Kann er mich nicht einfach für das lieben, wer ich bin? Well, okay, Paul is really appealing to this selfish motivation. Aber Paulus spricht hier eben diese selbstsüchtige Motivation sehr an. I don't know exactly why, but I think maybe he has to, because we men won't get it otherwise. Ich weiß nicht so genau, warum er das tut, aber vielleicht konnte er nicht anders, weil wir Männer es auf andere Weise nicht verstehen. Maybe God is saying, if I can't get you for some noble cause to love your wife, well then at least I can get you to love her if it's good for you. Vielleicht muss Gott sagen, wenn ich dich schon nicht aus einem guten, noblen Grund dazu kriege, deine Frau zu lieben, dann vielleicht einfach warum? Weil es gut für dich ist. Weil es gut für dich ist. So, if you want to be blessed, bless her. Also, wenn du gesegnet sein möchtest, dann segne sie. If your wife is suffering, or if your wife is having a hard time with submitting to you, und wenn es deiner Frau schwerfällt, sich dir unterzuordnen, maybe not in general, maybe just in this one area. Vielleicht gar nicht ganz allgemein, sondern nur in diesem einen Bereich. Well, it doesn't make any sense for you to hurt her even more. Dann macht es für dich wirklich keinen Sinn, sie darin noch mehr zu verletzen. How can you help her? Wie kannst du ihr helfen? How can you become that man that loves her so much that she just wants to go with you? Wie kannst du der Mann sein, den sie so sehr liebt, dass sie einfach sich dir unterordnen, mit dir gehen möchte? And we have such a wrong thinking sometimes. Und wir haben manchmal einfach so ein falsches Denken. We think in our minds, I'm right, she's wrong, she needs to submit, let's go, let's do this. She needs to get over it. Wir denken in unserem Kopf, also ich habe Recht und sie hat Unrecht, sie muss sich unterordnen. So let's do this. Also, und so muss es laufen. It's like taking a hammer and hammer on your thumb the whole time. Das ist, als würdest du die ganze Zeit mit dem Hammer auf deinen eigenen Daumen schlagen. She is one with you. Sie ist eins mit dir. And if we understand this in our marriage, that we are one with our wives, this will be a turning point in many marriages. Und wenn wir das verstehen, dass wir eins sind mit unserer Frau in der Ehe, dann wird das ein Wendepunkt sein für viele Ehen. Sometimes there's this unspoken prayer that we speak. Und manchmal gibt es dieses unausgesprochene Gebet von uns. We pray, Lord, bless me and change my wife. Wir beten, Herr, bitte segne mich und ändere meine Frau. Well, maybe you women might pray the same thing. Lord, bless me and change my husband. Und vielleicht betet ihr Frauen das auch. Herr, bitte segne mich und ändere meinen Mann. But we should pray differently. Aber wir sollten anders beten. Bless my wife and change me. Segne meine Frau und ändere mich. How can I be more of a blessing to my wife? Wie kann ich für meine Frau noch mehr zu einem Segen werden? It's already so hard for her because she's called to submit to me.
Das ist schon so schwer für sie, weil sie dazu aufgerufen ist, sich mir unterzuordnen. How can I make it as easy as possible for her to do that? Und wie kann ich es für sie so leicht wie möglich machen, dass sie das tun kann? So it's a bit selfish, because when she's blessed, I'm blessed as well. Also es ist etwas selbstsüchtig, denn wenn sie gesegnet ist, dann bin ich auch gesegnet. And we men, we need to start thinking in this concept of oneness. Und wir Männer müssen anfangen, in diesem Konzept des Einsseins zu denken. Verse 30. Vers 30. Because we are members of his body, therefore a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh. This mystery is profound, and I am saying that it refers to Christ and the church. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Now he basically turns it around. The first thing he told us, he showed us the relationship with Jesus and his church. Also er dreht das Ganze jetzt so um. Zuerst hat er uns gezeigt die Beziehung zu Jesus und der Gemeinde. And he said, okay, this is how the marriage relationship should look like. Und er hat gesagt, und so soll auch die Beziehung in der Ehe aussehen. And now he's switching it around and he's saying, well, okay, this is how the marriage, this is a picture of Jesus and the church. Und jetzt dreht er das um und sagt, so wie die Ehe ist, das soll auch ein Bild sein für Jesus und die Gemeinde. In verse 31 it says, therefore a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife. Vers 31 steht, deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen. This is exactly what Jesus did for us. Und das ist genau das, was Jesus für uns getan hat. He left heaven, he left his father to be one with you guys, with us. Er hat den Himmel und seinen Vater verlassen, um eins zu sein mit uns, mit euch. And this is the way it should be in a Christian marriage. We leave father and mother behind. Und so sollte es auch in einer christlichen Ehe sein. Wir lassen Vater und Mutter zurück. It doesn't mean we don't respect them anymore. Das heißt nicht, dass wir sie nicht mehr respektieren. But you're not in that relationship anymore so much. Aber du bist nicht mehr so sehr in dieser Beziehung. No, you're one with your wife now. Nein, du bist jetzt eins mit deiner Frau. You're one with your husband. Und du bist eins mit deinem Mann. And together you have a new mission. Und zusammen habt ihr eine neue Mission. So you are one. You cannot become one with her. Also ihr seid eins. Ihr könnt nicht eins mit ihr werden. And depending on how you deal with that, it can either be a blessing or a curse to you. Und je nachdem, wie ihr damit umgeht, kann es entweder zu einem Segen oder zu einem Fluch werden. Verse 33. Vers 31. However, let each one of you love his wife as himself, and let the wife see that she respects her husband. Doch auch ihr, jeder von euch liebe seine Frau, so wie sich selbst. Die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Paul is now summing the whole thing up. Und Paulus macht hier jetzt nochmal eine Zusammenfassung von diesen Sachen. Basically, he's telling us, okay, well, we kind of went off topic, let's come back now. Er sagt auch so ein bisschen, wir sind hier ein bisschen vom Thema abgewichen und jetzt kommen wir nochmal drauf zurück. He says, let each one of you. Hier steht jeder von euch. So everyone is included. Also es schließt wirklich jeden mit ein. You're not the exception to the rule. Du bist hier nicht die Ausnahme der Regel. I'm not this loving guy. Ja, ich bin nicht so ein liebevoller Typ. I'm not this submissive kind of woman. Und ich bin auch nicht so eine unterwürfige Frau. That's just not the way that God has made me. Es ist einfach nicht so die Art und Weise, wie Gott mich geschaffen hat. No, each one. No matter if you're submissive or not, no matter if you're loving and on the emotional side or not. Also es geht wirklich um jeden. Es kommt nicht darauf an, ob du emotional eher nicht so gestrickt oder nicht so unterwürfig oder nicht so liebevoll gestrickt bist. No one can excuse themselves from it. Und niemand kann sich hier ausschließen. If you say it goes against your nature, then welcome to the club. Und wenn du sagst, ja, das geht aber gegen meine Natur, dann willkommen im Club. So, what are we supposed to do? Also was sollen wir tun? He says here, love his wife as himself. Es steht hier, liebe deine Frau wie dich selbst. Again, he's coming back to this concept of oneness.
Und er kommt wieder auf dieses Konzept des Einsseins zurück. Husband, know that you are one and love your wife as part of your body. Ehemann, liebe deine Frau und sehe sie als Teil von dir selbst, von deinem Körper. And love her as such. Und liebe sie auch so. And let the wife see that she respects her husband. Und lass die Frau soll sehen, dass sie ihrem Mann Ehrfurcht erweist. Respect has the same idea as submission. Und Ehrfurcht hat hier die gleiche Bedeutung wie Unterordnung. So, husband, love your wife. Wife, respect your husband. Also Ehemann, liebe deine Frau und Frau, respektiere deinen Ehemann. So, both are tempted in this. Und beide sind genau in dem versucht. The husband is tempted to neglect this oneness concept. Der Ehemann ist versucht, dieses Konzept des Einsseins zu vernachlässigen. You know, to act dependent or independent of her. Dass er unabhängig von ihr handelt. You know, you're married, but you still do your own thing. Du bist verheiratet, aber du machst immer noch dein eigenes Ding. You know, you don't communicate with her. Du kommunizierst nicht mit ihr. You stay longer than you said you would. Du bleibst länger weg, als du gesagt hast, dass du es tun würdest. You know, you're thick-headed and you don't move from your position. Du bist dickköpfig und weichst nicht von deinem Standpunkt ab. Because that's what you want to do and you're the head of the marriage. Weil das ist, was du tun willst und weil du das Haupt dieser Ehe bist. Like a angry little child. Wie so ein wütendes kleines Kind. You know, that's how you neglect the oneness concept. Auf diese Weise vernachlässigst du das Konzept des Einsseins. And you say, I'm me and she's her and let's live our lives. Und sagst, ich bin ich und sie ist sie und lass uns einfach unser Leben leben. Wives, you know, you're hurting from this because you have the sense of oneness. Und ihr Frauen, ihr leidet darunter, denn ihr habt diesen Sinn für das Einssein. But there's some men that are okay in living in a way separately. There's some men that are okay with living their lives, continue living their lives as before. Und es gibt Männer, für die ist es in Ordnung, so ihr Leben weiterzuleben wie vorher, You know, unabhängig. Yeah, just like roommates, except for the sex, because that's so great. Also so wie Mitbewohner, nur bis halt auf den Sex, weil der ist ja toll. And that is, wives, that is what your husband is struggling with. Und das ist das, womit euer Mann kämpft. He is going to be attacked by Satan with that. Und darin wird er von Satan attackiert werden. Pray for him. Also betet für ihn. It's not easy. Es ist nicht leicht. But there's also a great temptation for the wives. Aber es gibt auch eine große Versuchung für die Frauen. So the husband is tempted to think, to not think of you guys as one. Also der Mann ist versucht, nicht von euch als eins zu denken. And the wife is tempted to see this oneness, but without a head. Und die Frau ist versucht, dieses Einssein zu sehen, aber ohne dass es ein Haupt gibt. Or with two heads. Oder mit zwei Häuptern. You know, as equal partners. So, dass ihr gleichberechtigte Partner seid. You know, this is the wife's temptation. Und das ist die Versuchung für die Frau. The Bible says there is oneness. Die Bibel sagt, es gibt dieses Einssein. The Bible says that this oneness has a head. Und sie sagt, dass diese Einigkeit ein Haupt hat. And the Bible says that the wife is not it. Und die Bibel sagt, dass es nicht die Frau ist. And that's not easy. Und das ist nicht leicht. But it's not headless. Aber es ist auch nicht ohne Haupt. Your husband is the head of this relationship. Euer Ehemann ist das Haupt in dieser Beziehung. And you have to respect him for that. Und du musst ihn dafür respektieren. Husbands, that is what your wife is struggling with so much. Und Männer, das ist das, womit eure Frau so kämpft. Don't tempt her. Also versucht sie nicht. Don't make it hard for her to submit to you. Macht es für sie nicht extra schwer, euch unterzuordnen. Make it extra easy for her to submit. Macht es ihr besonders leicht, sich unterzuordnen. By praying for her, loving her,
giving yourself up on a constant daily basis for her. Indem du sie liebst und für sie betest und dich tagtäglich konstant für sie hingibst. And God has done this so beautifully, I think. Und ich finde, Gott hat das so wunderbar gemacht. Marriage is this thing where he challenges us men in one thing. Die Ehe ist etwas, wo er uns Männer in dieser einen Sache herausfordert. And he challenges you women in this other thing. Und er fordert euch Frauen in einer anderen Sache heraus. We go wrong when we think that she's doing it all wrong or he's doing it all wrong. Und wir haben einfach Unrecht, wenn wir denken, er macht das alles falsch oder sie macht das alles falsch. You know, we tend to look at the things that the other person has to do. Wir tendieren einfach dazu, zu sehen, was die andere Person tun soll. Why is she not submitting to me in this? Warum ordnet sie sich mir in dieser Sache nicht unter? Or why is he not loving me? Oder warum liebt er mich nicht? Why can he not, give this up for me? Warum kann er das nicht für mich aufgeben? You know, I think where a lot of marriages fail is by looking at the other person and what the other person should do. Ich glaube, dass eine Menge Ehen an der Sache scheitern, dass die Menschen einfach das anschauen, was die andere Person zu tun hat. Let's not do that. Lasst uns das nicht machen. We're far in. Wir sind schon ganz schön dran hier. God uses both to bring us into Christian perfection. Und Gott nutzt das beides, um uns in seine christliche Perfektion zu bringen. God wants to make us more like Him. Und Gott möchte uns mehr so machen, wie er selbst ist. We can boil everything down into two principles. Und wir können das alles so auf zwei Prinzipien zusammenfassen. Husbands, love your wives. Männer, liebt eure Frauen, Because they're part of you. weil sie ein Teil von euch sind. And wives understand that this unity that you want so much has a head. Und Frauen versteht, dass dieses Einssein, das ihr euch so sehr wünscht, ein Haupt hat. You can, maybe you say, okay, I don't know how to work on my marriage. Vielleicht sagst du, ich weiß aber jetzt nicht, wie ich an meiner Ehe arbeiten soll. I believe that you can have it. Ich glaube, dass du auch das haben kannst. It can happen. Es kann passieren. And for you guys that are not married, Und für euch, die ihr noch nicht verheiratet seid, it still applies to you. trifft trotzdem auf euch zu, These principles. diese Prinzipien. Paul is saying it over and over again. It is a picture of Jesus and the church. Paulus sagt es immer wieder, es ist ein Bild für Jesus und die Gemeinde. Can you submit to Jesus? Kannst du dich Jesus unterordnen? If you cannot submit to Jesus, how will you submit to your husband who fails? Wenn du dich nicht Jesus unterordnen kannst, wie willst du dich dann deinem Mann unterordnen, der versagt? Can you respect him? Kannst du ihn respektieren? You need to learn those principles even now. Du musst jetzt schon damit anfangen, diese Prinzipien zu lernen. Guys, God has called you to leadership. Und Männer, Gott ruft euch zur Leiterschaft. Are you hiding behind whatever you're hiding behind? Versteckst du dich vielleicht hinter irgendwelchen Sachen, hinter denen du dich einfach versteckst? If you can learn leadership principles and loving leadership right now, even if you're not married. Und du kannst diese Prinzipien der Leiterschaft und der liebevollen Leiterschaft jetzt schon lernen, wenn du noch nicht verheiratet bist. I told you guys at the men's meeting. Und ich habe euch Männern das bei dem Männertreffen gesagt. No better way to learn loving leadership than in the church. Es gibt keinen besseren Weg, um liebevolle Leiterschaft zu lernen, als in der Gemeinde. Because people in church aren't always lovable. Weil Menschen in der Gemeinde nicht immer liebenswürdig sind. So let's work on that. Also lasst uns daran arbeiten. And let's pray. Und lasst uns beten. Besuch uns auf www.citylighthamburg.de.